Begeisterung. All the, I forgot what I was going to say now. I was trying to think of the word for you. Yeah. All the confusion. All die ganze Verwirrung. All the wars. The wars. Die ganzen Kriege. I mean, for thousands of years, God has permitted this to go on. Über die Jahrtausende hat Gott es zugelassen, dass das sich hier vollzieht. And the Bible says that God has only got to speak one word and it would all stop. Und die Bibel sagt, Gott braucht nur ein Wort zu sprechen und alles wäre gelöst. So why hasn't God spoken that word? Warum hat Gott dieses Wort noch nicht gesprochen? Why does he permit it to continue? Warum hat er es zugelassen, dass das alles so weiterläuft? Those of you who've come from Eastern Europe, you've seen much suffering. Diejenigen von euch, die aus Osteuropa gekommen sind, ihr habt schon so viel Leid erlebt. And you've watched many evil things. Und ihr habt viele schlimme Dinge geschehen sehen. And sometimes you probably said in your heart, Und manchmal habt ihr wohl in euren Herzen gesagt, God, why do you allow this to go on? Gott, warum erlaubst du das Ganze, dass es weiter so läuft? So the question is this, Die Frage ist also, what is God waiting for? worauf wartet denn Gott? What is he hoping to get, or planning to get? Was plant er denn von all dem zu bekommen? If I were to ask you that question individually, what answer would you give? Wenn ich dir persönlich diese Frage stellen würde, was wäre deine Antwort darauf? Well, I'll give you my answer. Ich gebe dir meine Antwort. It's very simple. Ganz einfach. God is waiting to get a people for himself. Gott wartet darauf, ein Volk für sich selbst zu bekommen. That's the supreme purpose of God in history at this time. Das ist das höchste Ziel Gottes in der jetzigen Geschichte. He's not interested in institutions Er hat kein Interesse an Institutionen or buildings oder Gebäuden or armies. oder Armeen. There's just one thing that's valuable to God. Für Gott ist nur das eine so wertvoll. That is human beings. Das sind Menschen. There are three different main buildings that were prepared for God in the Bible. In der Bibel sehen wir, dass 3 verschiedenartige Gebäude für Gott zubereitet worden The waren. first one was the tabernacle of Moses, Das erste war der Tabernakel des Mose. which was a rather rough building on the outside. Das war äußerlich gesehen ein sehr grobe Struktur, But inside it contained much beautiful artwork. aber innen drin war etwas Wunderbares bereitet an Kunstwerk. But it was not tremendously valuable. Aber es war nicht so ungeheuer wertvoll. The next building was the most valuable that has ever been built by humanity. Das nächste Gebäude war das wertvollste, was jemals in der Menschheitsgeschichte gebaut wurde. The Temple of Solomon. Der Salomonische Tempel. I don't believe such a building could be built in the world today. Ich glaube nicht, dass man solch ein Gebäude heutzutage noch erstellen könnte. We don't have the craftsmen who could do the work. Wir haben nicht die Handwerker und die Künstler dazu, die solch eine Arbeit I'm verrichten not könnten. sure we have the material resources. Und ich bin auch nicht sicher, ob wir die die materiellen Ressourcen dazu hätten. In today's values, Solomon's temple would have cost billions of dollars. Im heutigen Wert wären Milliarden von Dollar für den Salomonischen Tempel ausgegeben worden. And yet it only lasted a few hundred years. Und der bestand nur einige Jahrhunderte. And God permitted it to be totally destroyed. Und Gott ließ es zu, dass dieser Tempel total zerstört wurde. But there's one more building, Und dann gab es noch ein Gebäude, which we call the church, das nennen wir die Gemeinde Jesu. which is built of what? Und das wird woraus gebaut? The most valuable thing in the world, Das wertvollste in der ganzen Welt. which is what? Was ist das wohl? In one word, Mit einem Wort. people. Menschen. Jesus said one human soul is worth more than the whole world. Jesus sagte, eine menschliche Seele ist wertvoller als die ganze Welt. And that's the building that God is working on now. Und an diesem Gebäude baut Gott heute. It's a building made of human beings. Es ist ein Gebäude, das aus menschlichen Wesen besteht. That's the most valuable material
in the world. Und es ist das wertvollste Material in der Welt. And the name of that building is the church. Und der Name dieses Gebäude ist die Gemeinde. We have to be careful in English. Im englischen Sprachgebrauch müssen wir vorsichtig sein. The word Gemeinde is a good word. Das Wort im Deutschen Gemeinde ist ein gutes Wort. But you could also use the German word Kirche. Man könnte auch das andere deutsche Wort Kirche gebrauchen. Which is a very misleading word. Aber das ist ein sehr irreführendes Wort. Which corresponds to the English word church. Es ist dem englischen Wort Church ungefähr gleich. And for many, many Christians, church is a building of material. Und für viele, viele Christen ist Kirche oder Church einfach nur ein Gebäude. But that's not what God is building. Aber das ist nicht das, was Gott im Bauen ist. His building is not made of wood or stone or glass. Sein Gebäude besteht nicht aus Holz oder Stein. Here in Europe there are many beautiful cathedrals. Hier in Europa gibt es so schöne Kathedralen. I'm inclined to think they'll all be destroyed one day. Ich bin geneigt zu meinen, dass sie eines Tages alle zerstört werden. God is not interested in preserving them. Gott hat kein Interesse daran, sie aufzubewahren. There's only one building that God wants. Gott möchte nur eine Gebäudestruktur haben, Which is built of human beings. Das aus menschlichen Wesen aufgebaut ist. Peter said to the Christians of his day, Petrus sagte den Christen seiner Zeit, you are living stones. Ihr seid lebendige Steine. That's what God is working on. Und damit arbeitet Gott. Actually, God has two peoples on earth. In der Tat, Gott hat zwei Völker auf der Erde, Who are joined to him by a covenant which he said he will never break. die mit ihm durch einen Bund verbunden sind, wovon es heißt, dass dieser Bund niemals brechen würde. Actually, in the Hebrew of the Bible, Im Hebräischen in der Bibel there are two words. gibt es zwei Worte. One is goy, Das eine ist Goi, yes, which is the Hebrew for Gentile. das ist der Ausdruck im Hebräischen für die Heiden. Yeah, of course that's all wrong too, because Gentiles are not heathen. Das ist auch wieder falsch ausgedrückt, denn die Heiden oder sind keine Heiden. Gentiles are people who are not Jewish. Heiden oder die Heiden sind die nicht jüdischen Völkerschaften. I know Danish, so I know the problems that we have with heathening. Ich kenne Dänisch und so weiß ich das Problem, was wir mit dem Ausdruck It's a Heathen wrong haben. translation. Es ist eine falsche Übersetzung. So those goyim, they're the people who don't have a covenant with God. Also diese Nichtjuden, also die haben keinen Bund mit Gott. That's why Jesus spoke to the Canaanite woman Deshalb hat Jesus auch zu dieser kanaanitischen Frau gesagt and compared her to a little dog. und hat sie mit einem kleinen Hund verglichen. Not because he despised her, Nicht, weil er sie verachtet but hätte, because she was unclean. sondern weil sie unrein war. She didn't belong to God's people. Sie gehörte nicht zu Gottes Bundesvolk. She had no covenant with God. Sie hatte keinen Bund mit Gott. And so when she came to Jesus and called him son of David, Als sie nun vor Jesus trat und ihn Sohn Davids nannte, which is specifically a Jewish title, und das ist ein ganz bestimmter jüdischer he Titel, wouldn't answer her. da hat er ihr nicht geantwortet. But I always thank God for that precious woman. Aber ich danke Gott immer wieder für diese so wunderbare Frau. How would you respond if you came to the Lord and he ignored you? Wie hättest du wohl reagiert, wärest du vor den Herrn gekommen und er hätte dich links liegen Would you lassen? give up? Hättest du aufgegeben? She didn't give up. Sie hat nicht She aufgegeben. called him by a different title. Sie hat ihn mit einem anderen Titel She benannt. called him Lord Sie nannte ihn auch Herrn. and said, have mercy on my daughter. Hab Erbarmen über meiner Tochter. And he told her, it's not right to take the children's bread, that's the bread for the Jewish people, and cast it to the dogs. Und er sagte, es ist nicht recht, dass wir der Leute Brot, und er meinte damit für die Juden, dass wir das den